Hallo Freunde, willkommen zum vierten Teil meiner Layout-Vorschlagsserie bei YouTube. In diesem Teil geht es um Brot. Tja, Brot könnt ihr bauen. Na, zuerst mal ein bisschen Statistik. Also, Brot könnt ihr produzieren ab 150 Arbeitern. Und ihr braucht dafür 2 Getreidefelder, eine Mühle und 2 Bäckereien. Alles zusammen produziert es circa 2 Stück pro Minute. Zu den Getreidefarmen, die könnt ihr bauen ab 150 Arbeiter. Die Baukosten sind $500, 100 Einheiten, $500. Baumaterial 4 Bretter, Betriebskosten von 20 und die wird bewirtschaftet von 20 Bauern. In der Produktionszeit, die produziert in einer Minute 1 Tonne Getreide. Zur Mühle, die ist auch verfügbar ab 150 Arbeitern. Baukosten von 500. Das Baumaterial sind 4 Bretter, 5 Ziegelsteine. Betriebskosten von $50. Arbeitskräfte sind nötig. 10 Bauern und produziert in 30 Sekunden 2 Tonnen Mehl pro Minute. Und zur Bäckerei ist verfügbar ab 150 Arbeiter. Die Baukosten sind $1000. Baumaterial 4 Bretter, 5 Ziegelsteine. Betriebskosten sind $60. Arbeitskräfte, 50 Arbeiter sind dafür nötig und die produziert in einer Minute 1 Tonne Brot pro Minute. Damit könnt ihr maximal versorgen 55 Arbeiterhäuser oder 27,5 Handwerkshäuser. Alles in allem sind das dann Baukosten in Höhe von $3.940, kosten 20 Bretter, 15 Ziegelsteine, Gesamtbetriebskosten $210 pro Minute, 50 Bauern braucht ihr dafür und 100 Arbeiter. Somit produziert ihr dann bei voll ausgebaut 2 Brote oder 2 Stück pro Minute. Ja, dann gehen wir mal weiter. Das war die Statistik. Jetzt gehen wir zum Layout-Vorschlag Nummer 1. Und zwar ist das klein gehalten, wie man es ja kennt. Hier ist Layout-Vorschlag Nummer 1. Ihr seht 2 Bäckereien, 2 Getreidefelder, Lagerhaus und eine Mühle dazwischen. Produziert 4 pro Minute und beziehungsweise produziert 2 pro Minute. Und ich würde sagen, bauen wir das mal nach. Das Ganze fängt wie gehabt wieder mit dem Lagerhaus an. Lagerhaus in der Mitte. Ich habe euch übrigens wieder 3 Vorschläge mitgebracht. Das Lagerhaus dahin. Darunter kommt dann eine Bäckerei. Daneben auch eine Bäckerei. Darunter ein Getreidefeld. Den Abstand noch ein bisschen gucken. Yep. Und auch ein Getreidefeld. Und die Mühle kommt dazwischen. Dann gibt es einmal Straßen. Und zwar einmal so rum. Jetzt müssen wir mal gucken. 144 Felder. So ein Getreidefeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird hier hochgebaut bis hier oben hin. Dann sind wir schon bei 76, die Hälfte. Und dann geht es da oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann noch hier 2 Felder rein, damit wir 144 voll kriegen. So, das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte genau das gleiche. 5 in der Breite. Bis hoch zur Bäckerei. Dann einmal drumherum. Dann habt ihr auch 144. So sieht das Ganze aus. Bauen wir das wieder aus.
So sieht das Ganze aus. Und zwar, wie gesagt, ist klein, ist praktisch, handlich und ja, ohne irgendwie Bonussachen oder Handwerkskammer dazwischen, ohne Feuerwache. Und das ist mein Layout Nummer 1. Gut, dann gehen wir mal zum zweiten Layout. Dazu muss ich erstmal hier ein bisschen mehr Platz schaffen. Zweite Layout ist dann dieses hier. Dieses Layout, mit dem arbeite ich zum Beispiel immer gerne, weil es ist sehr klein oder sehr, sehr praktisch, sehr gepflegt. Es ist alles drin. Ein Lagerhaus, eine Feuerwache, eine Handwerkskammer, 4 Getreidefelder, 4 Bäckereien, 2 Mühlen. Das ist das, was Inhalt. Ihr könnt in der Handwerkskammer die Module einbauen, die ihr haben möchtet. Und es produziert 4 Stück pro Minute. Und das reicht erstmal ein bisschen. Per Häuser reicht das schon. Und ich würde sagen, mit dem Layout geht es dann weiter. Also fängt wieder an mit einem Lagerhaus. Ich habe das alte stehen lassen. So, unter diesem Lagerhaus gibt es dann die Feuerwache im Querformat. Zack. Dann eine Handwerkskammer oben drüber. Ganze einmal mit Straße, fast umrunden. Bis hier oben hin. Dann hier auch noch einen. So. Dann geht's weiter mit dem Getreidefeld Nummer 1. Im Querformat. Eine Bäckerei, eine Mühle. Alles im Querformat. Wieder eine Bäckerei. Und wieder Getreidefeld. Gleiche Prinzip auf der anderen Seite. Getreidefeld, Bäckerei, Mühle, Bäckerei, Getreidefeld. So, Getreidefeld ausbauen. 144 Felder. Das wird dann 5 hier hoch, hier lang. So, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 144, noch nicht ganz. Ein Stückchen nach oben, bis wir keine 144 haben. So. Bis wir die 144 voll haben, meine ich. Das war das erste Feld. Zweite Feld. Same Procedure. Wieder ausbauen, wieder hier rum, bis das voll ist. Dann sind wir bei 118. Der Rest, der wird dann hier angebaut. 144, zack. So, nächste Feld. Ja, direkt hier lang. Auch hier lang. Eigentlich jetzt von da an ein wenig einfacher. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diese Richtung runterbauen, bis wir 144 haben. Der Rest kommt ja von hier. Da wird hier in der Mitte noch eine Straße gelassen. Bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Habe ich die Dummheiten gemacht? Ja, habe ich. Ja, ich habe wohl Dummheiten gemacht gerade. Ja, schauen wir mal. 136, ja. Das sind nämlich die Felder. Also der Weg ist ein wenig verkehrt. So. Also alle Felder haben 144. Einmal eine Straße drumherum. Sieht schick aus. Dann bauen wir das Ganze mal aus. So, das ist einmal Layout Nummer 2. Da ist eine Handwerkskammer drin, da ist eine Feuerwache drin, 2 Mühlen sind da drin. Getreidefelder und die lässt sich erweitern. Ja, ihr könnt das Ganze dann hier kopieren. Ihr kopiert das Ganze. Und dann hier daneben, da oben drüber. Dann habt ihr aber wieder das Problem mit der doppelten Handwerkskammer. Aber ist möglich. Das ist, wie gesagt, mit dem Layout arbeite ich ganz gerne. Passt immer in so spezielle Ecken, gerade mit diesen Getreidefeldern. Die sind immer so ziemlich groß. Und wenn ihr dann später die Traktoren habt, wie ich euch gleich im Layout 3 zeigen werde, dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Ihr müsst überall irgendwie Felder hinklatschen und ja, überall habt ihr dann diese Getreidefelder. Und wie gesagt, das ist Layout 3. Jetzt kommt Layout 3 und das wird eine Herausforderung. Das seht ihr jetzt schon. Ich habe es noch nicht nachgebaut, aber es muss riesig sein. Ich hoffe, ich komme mit dem Platz hier hin, aber erstmal müssen wir dieses hier abreißen. So, Layout 3. Das ist Layout 3.
Ist groß gehalten, ist ziemlich groß, wie ich finde. Ja, wie ich das jetzt nachbauen soll, weiß ich noch nicht ganz genau, weil das wird wohl riesig werden. Wie ihr seht, da sind drin 30 Bäckereien, 24 Getreidefelder, 24 Getreidefelder, 8 Lagerhäuser, Radio Union, also sprich eine Handwerkskammer mittendrin. Und ja, das wird ein wenig kompliziert, aber ich gebe mir Mühe. Wir bauen es einfach mal nach. Muss ich dann doch die hier wegreißen? Wir fangen hier jetzt am besten an mit der Handwerkskammer, weil die hängt genau mittendrin. So, um die Handwerkskammer kommen Mailgeschichten im Querformat. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ist groß. Das ist übrigens Es mangelt an Arbeitskraft. ja, es mangelt an Es mangelt an Arbeitskraft. gut. Das drumherum. Dann machen wir einmal hier eine Straße drumherum. Jetzt auf der Seite fangen wir mal rechts an mit einer Bäckerei im Querformat. Darüber dann wieder 2 Mehl, dann eine Bäckerei. Dann kommen die anderen Bäckereien. Ich hoffe, ich mache es richtig. 2, 3. Ja. Der Straße drumherum. Genau. Und jetzt geht's hier weiter. Hier kommen jetzt die Traktorenfabriken hin. Durch die Traktorenfabriken erhöht sich, erstmal muss ich glaube ich hier. Und dann kommt dann hier Getreidefeld am letzten. Querformat. Wieder ein Getreidefeld. Wieder ein Getreidefeld. Wieder ein Getreidefeld. Die müssen wir schon aufrüsten. Jetzt kriegen wir die Traktorenfabrik nicht dahin. So. Traktorenfabriken. Ja, habe ich ein wenig zu viel geredet. Ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen weiter in die Richtung. Noch ein bisschen dahin. Ja, erstmal eine hinsetzen. Getreide. Ja. Da auch. Auch ein Stückchen in die Richtung setzen. Die auch. Traktoren. Die auch Traktoren. Ich habe gesagt, das wird ein wenig groß. So. Den haben wir auch. Da kommt hier keins. Da kommt hier eine Straße hin. Und hier eine Straße hin. Und hier unten kommen Getreidefelder. Die müssen wir auch aufrüsten. Hier oben kommt dann jetzt hin ein Lagerhaus Nummer 1. Ja. Daneben wieder 2 Bäckereien. Straße dazwischen. Dann wieder eine Straße hinter, weil rechte Seite war ja auch noch was. Und wieder ein Lagerhaus. Neben dem Lagerhaus eine Feuerwache. Dann können wir die Straße nämlich direkt verbinden. Dann haben wir nämlich die andere Seite schon gemacht. Ja, Getreide. Getreide. So. Auf geht's Richtung Getreide. Wieder im Querformat. Bisschen Straße. Die müssen wir wieder aufrüsten, sonst können wir die Traktoren nicht hin. Und da auch. Und dann wieder eine Straße. Sieht schon groß aus, ne? Weiter geht's. 3 Felder. Zack. Dann kommen hier wieder Bäckereien hin. Da unten dann wieder ein Lagerhaus. Und eine Feuerwache daneben. So, wieder ein paar Bäckereien. Kommt eine Straße dazwischen. Wieder eine Bäckerei. Neben der Bäckerei dann wieder eine ein Lagerhaus. Und wieder eine Feuerwehr. Oh, und hier unten geht es dann weiter. Kurz gucken. Zack. Einmal eine Straße hoch. So. Hier unten geht es dann weiter. Und zwar Getreidefelder. Und zwar hochkant. Aufrüsten. Traktoren. Eine Straße durch. Dann kommt hier ab den zweiten, genau. Und dann hier wieder. Oh, da kommt auch eine Straße zwischen. Genau, Lagerhaus. Zack, zack, zack. Mit den 2 Bäckereien.
Da kommt hier eine Straße, ne, keine Straße. Also hier unten sind wir durch. Da geht es nach oben. Da haben wir ja das hingesetzt. Da kommt jetzt ein Lagerhaus hier oben hin. Am Lagerhaus dann eine Straße da hoch. Wieder Getreide. 4 Stück. Und dann kommen wir wieder zu den Traktoren. So, das läuft dahin, das läuft dahin, das läuft dahin. Dann kommen wir die letzten 2 Bauwerke. Und zwar ist das dieses. Und da oben drüber dann dieses. So. Jetzt müssen wir jede Handwerkskammer, jede einmal aufrüsten. Ich muss das jetzt machen, damit ihr dann gleich seht. So, die haben jetzt überall Traktoren. Jedes Getreidefeld. Und jedes Getreidefeld hat ab jetzt 216 Felder. Und das wird funny, die jetzt auszubauen. Ich guck mal, ob ich es hinkriege. Ich hoffe es. Ja, einfach mal. Hier steht nicht dran, wie ich die bauen soll am besten. Am besten, ich gehe erstmal hier hin. Sieht schon mal gut aus. Das sieht 97 Felder. Dann gehe ich hier hin. Ja. Wie gesagt, ich muss 4 mal 216 Felder unterbringen. So, das sind die 4. Jetzt kommen die 4. Am besten mit denen in diese Richtung gehen, irgendwie. Oder? Verkehrt. Versucht das so gut so schön wie möglich zu machen, Freunde. Wie sagt man immer so schön? I gave my very best. Ihr seht, it's great, ne? It's great. Aber das sind die 4. Jetzt kommt hier unter die linken 4. Das kriegen wir aber auch hin. Habe ich da in der Mitte was vergessen? Guck mal, ich habe da was vergessen. Machen wir gleich, holen wir gleich nach. Und zwar habe ich hier vergessen, was hinzusetzen. So, ist das hier eine Bäckerei? Noch dahin. Dann hier 3-mal Bäckerei in der Richtung. 2 Mehlfabriken. Das ist jetzt für die Extrembauer gedacht. Straße. So, er hat seine 216. Ja, hat er doch, ne? Ja, hat er. Und er mit 216. Also es ist doch ein wenig einfacher, als wie ich es eigentlich gedacht habe. Ich dachte jetzt echt, das ist kompliziert. Aber es geht. Der Ausstoß ist übrigens 60 Brot die Minute. 60. Was wäre mit 60 Brot? Aber es ist, bestimmt haben einige von euch Millionen Einwohner. Die brauchen das dann, ne? Aber die sind hier auch noch in diese Richtung. Nein. So, bauen wir alles aus. Erstmal die Felder, weil so viele habe ich Attraktivität verloren. Ja, bei so Geschichten. Die sind ausgebaut. Handwerkskammer ausbauen. Fangen wir mit der Mitte an. So, ihr könnt ihr selber ausrechnen, wie viel Materialkosten ihr dafür benötigt. Aber ich glaube, wenn dann in dem Stadion ist, hat man genug von dem Zeug. So, tada. Natürlich muss hier irgendwo noch ein Anschluss. Ne? Ist klar. Das ist Layout Nummer 3. Produktionskosten, eine Menge. Bäckereien, eine Menge. Mehl, eine Menge. Ihr produziert mit diesem Layout Nummer 3, 60 Brot die Minute. Ohne Module. Module könnt ihr nämlich hier noch einsetzen. Könnt nämlich die ganzen Bäckereien und die ganzen Kleideratsch mitversorgen. Bei Mole. Ja, ich würde sagen, wer was Großes vorhat, dem empfehle ich dieses Layout. Ansonsten, ich habe immer mit Layout 2 gearbeitet. Aber sollte ich mal ein großes Projekt vorhaben, dann werde ich mir wahrscheinlich dieses Layout zu Gemüte führen. Wenn ich das sehe, was hier alles möglich ist. Klar, Straßen jetzt nicht verfügbar, muss man erst verbinden. So, jetzt sind die ganzen Lagerhäuser auch verbunden, glaube ich. Straßen. Keine Arbeitskräfte, ist logisch. Ihr werdet eine Menge Arbeitskräfte brauchen. Mehr als 1000. Und ja, für 60 Brot die Minute, ich glaube mit so einem Getreidefeld oder so einem Layout könnt ihr, glaube ich, alle eure Insel befüttern mit Brot. Und
an der Stelle, ja, sage ich mal danke fürs Zuschauen. Das hat mal wieder Spaß gemacht, 3 Layouts. Und im nächsten Teil geht es dann in Richtung Seife. Wenn euch das gefallen hat, kommentiert das Ganze doch gerne, gebt mir ein Like, lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im 5. Teil wieder, wenn es um die Seife geht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Caddy. Macht's gut.